Hallo ihr da draußen, der Winter kommt ja langsam, aber stetig und wenn ihr so seid wie ich, dann habt ihr immer kalte Füße, außer ihr habt riesige Moonboots an, auf denen man nicht so gut laufen kann und deswegen machen wir heute Flauschsocken selber, die man in der Wohnung anzieht, so ein bisschen wie Hausschuhe, aber eher so zum Rumliegen und sagen, wie damals beim Meerjungfrauenschwanz, hey, ich kann nicht, weil ich habe meine Flauschsocken an, in denen kann man nicht laufen, bring mir Eis! Als Schnittmuster für diese Socke könnt ihr einfach eine Socke nehmen, die ihr ja einfach selber habt und dann legt ihr die drauf und zeichnet mit sehr viel Spiel drumherum einfach rum. Oder ihr ratet, weil es sind ja Kuschelsocken, die sind eh nicht eng und müssen eh nicht gut passen. Also ich finde, die sind auch ziemlich gut geeignet, um zum Beispiel das zu Weihnachten zu verschenken oder einfach nur so, hey, ich hab dich gern, hier hast du Socken oder hör auf, nachts im Bett deine verschissenen kalten Füße an mich zu pressen, hier hast du Socken. Für all diese Dinge ist das gut geeignet, deswegen zeichnen wir jetzt erstmal eine Sockenform. Zeichnet die oben ein bisschen länger, weil dann können wir die umschlagen und sehen dann noch unseren Flausch außen, was glaube ich ziemlich schön wird, deswegen nicht zu kurz. Und ja, das schneiden wir jetzt erstmal aus. Davon brauchen wir jetzt für den Außenstoff 4 Teile. Und für den Innenstoff, der natürlich flauschig sein sollte, auch 4 Teile. Ich habe jetzt den hier, das ist noch so ein Reststoff, den ich habe. Ist natürlich auch sehr passend, so Tropical Vögel für den Winter, aber ist ja egal. Irgendwo auf der Welt ist es warm, auch wenn Winter ist. Und innen habe ich jetzt 2 verschiedene. Ich habe einmal so einen weißen Flauschigstoff und einmal so einen pinken, weil dann können wir immer Hälfte machen und ich glaube, das sieht ziemlich witzig aus. Ich habe, wie man unschwer erkennen kann, sehr kleine Füße. Deswegen brauche ich natürlich auch nur weniger Stoff. Das kommt ganz drauf an, für wen ihr das näht. Also ich kenne zum Beispiel auch jemanden, der hat 56 und ich war mit meinen Schuhen in seinen Schuhen drin und bin dann gelaufen. Das wird ziemlich witzig. Da unsere Socken ja quasi symmetrisch sind, also auf beiden Seiten gleich, können wir hier auch einfach 2 zuschneiden und die später dann teilen. Also 2 von denen und 2 von dem weißen Flausch. Diese Art von Stoff ist kein Kunstpelz. Man nennt es im Fachjargon Wellnessflausch. Ist ein ziemlich dummer Name, aber das Problem mit Wellnessflausch ist, es fusselt wie Sau. Deswegen ist es immer schlau, die Teile, genau wie sie sind, vorsichtig hochzuheben, zum Mülleimer zu laufen und es über dem Mülleimer möglichst tief auszuschütteln. Oder man ist halt ziemlich asozial und geht auf den Balkon oder vor den Laden, was ich natürlich niemals machen würde. Niemals. Niemals. Auf diesen Stoffen lässt sich mega scheiße anzeichnen, deswegen auf den dunklen Stoffen funktioniert Kreide eigentlich am besten, aber benutzt bloß nicht einen Filzer, weil dann habt ihr alles an den Klamotten und an den Händen, weil es hält nicht auf diesen Synthetikstoffen. Das Schlauste ist, wenn es kein komplexes Teil ist und eine Socke ist nicht sonderlich komplex, steckt euch das einfach mit Nadeln fest oder legt ein Gewicht drauf und schneidet einfach drum rum. Das ist wirklich am Ende am einfachsten, bevor ihr euch noch irgendwas versaut. Es ist alles zugeschnitten, heißt, wir legen jetzt alle Teile rechte Stoffseite auf rechte Stoffseite und nähen einmal so drumrum. Hier oben lassen wir offen. Das machen wir mit den beiden Socken. Und jetzt nehmen wir jeweils eine hiervon und legen auch rechts auf rechts. Bei diesen Flauschi-Stoffen gibt es nicht so richtig rechts und links. Also manchmal gibt es das, aber ihr könnt euch das im Grunde aussuchen. Nehmt einfach die Seite, die euch besser gefällt und die ist dann einfach rechts. Dann gehen wir mal nähen. Es ist dann noch gar nichts passiert. Stress jetzt am Block? Nee. Es haben sich ja Leute beschwert, ich würde in meinen DIYs nie was zu Ende machen. Deswegen mache ich heute auch die zweite Socke. Und ich mache sie auch zu Ende, okay? Nein, Leute, aber ganz im Ernst, ich sehe mich nicht als... in dem Fall nicht wirklich als Entertainment an, sondern es geht ja darum, euch was beizubringen und euch zu zeigen, so geht das. Und ich habe das Gefühl, wenn ich eine Kette mit Augäpfeln mache, wo 20 Augäpfel rankommen, das ist doch langweilig, Mann. Nach 3 Augäpfeln hat doch jeder verstanden, wie es funktioniert. Who fucking cares? So. Deswegen, heute mache ich als Appreciation für eure Kommentare die zweite Socke auch. Aber
In Zukunft wird das trotzdem so sein. Wenn ich das Gefühl habe, alle haben jetzt verstanden, wie es funktioniert, dann wird aufgehört. Damit der äußere Teil schön aussieht, bügeln wir jetzt die Naht auseinander. Ihr habt beim Schneiden sicher gemerkt, dass es Rundungen gibt. Hier gerade diese Stellen oder diese, wo es ein bisschen schwer ist zu bügeln. Am besten ist, ihr schneidet dann einfach bis kurz vor die Naht so chip, chip, chip ein. Dann legt sich die Rundung schöner. Wir nehmen jetzt unsere Oberstoffsocke und drehen sie einmal um. Und jetzt stopfen wir die in unsere Flauschi-Socke rein. Und zwar so, dass es Sinn macht. Also quasi das lange Dings in das lange Dings. Und jetzt nähen wir hier oben einmal drumrum und lassen ein kleines Stück übrig, weil wir ja dann alles umdrehen müssen. Falls ihr super Hardcore Flauschsocken wollt, dann macht die ganze Socke an sich ein bisschen größer und dann würdet ihr jetzt vorm Zusammennähen auch noch so Zauber-Flauschwatte reinstopfen. Das kann ich euch alles in der Videobeschreibung verlinken. Und dann wäre es, als hättet ihr 2 Kissen an. Das würde auch gehen, aber dann kann man wirklich nicht mehr damit laufen. Mit denen hier könnte man, glaube ich, noch laufen. In den anderen könnte man nur hüpfen. Nachdem wir hier einmal drumherum genäht haben, drehen wir jetzt die Socke um. Das ist jetzt der Punkt, wo man denkt, okay, ich habe irgendwas falsch gemacht, habt ihr aber nicht, denn ihr stopft jetzt einfach diese Socke hier rein. Mir fällt gerade ein, wenn man super Käsefüße hat, kann man bestimmt auch Lavendel mit rein tun. Dann hat man nicht nur warme, sondern auch wohlriechende Füße. So, das kleine Stück hier oben könnt ihr entweder mit der Hand oder mit der Maschine umnähen. Und dann, zack, klappt ihr das Ganze um und habt Hausschuhe selber genäht. Yay. Easy. So, tada, 2 Flauschi-Socken und es ist wirklich sehr simpel, einfach und schnell gemacht. Auch eine schöne Resteverwertung, wenn ihr noch Stoffe übrig habt. Und ja, ich hoffe, ihr habt den Winter über dadurch wenigstens zu Hause schön warme Füße. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und außerdem könnt ihr mir jetzt auch auf Pinterest folgen. Ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.